Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel 3D Printing to You. Wir zeigen euch in diesem Video Ursachen und Lösungsmöglichkeiten für folgendes Problem. Wie ihr sehen und hören könnt, blockieren die Z-Achsenmotoren beim Verfahren des Extruders. Dies tritt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei einem falschen Abstand der X-Halterungen zueinander auf, der falschen Montage der Kupplung an den Z-Motoren oder durch schief montierte Spindelmuttern in den X-Achsenhalterungen. Jeweilige Lösungsmöglichkeiten erklären wir euch jetzt im Ablauf dieses Videos. Um bei euch selbst zu testen, ob das Problem besteht, schraubt per Hand bei deaktivierten Drucker den Extruder in mittlere Höhe. Schaltet euren Drucker nun ein und lasst den Extruder langsam nach unten und oben verfahren, da das Problem meistens bei einer relativ tiefen oder hohen Stellung des Extruders auftritt. Hierzu müsst ihr folgende Knöpfe an der Steuerung drücken. Zunächst mittig auf den Menüknopf, anschließend zweimal nach unten, sodass euer Cursor auf Position steht, nach rechts und 7-mal nach unten, bis ihr bei Z Position Fast angekommen seid. Hier drückt ihr wieder den rechten Knopf und könnt jetzt die Höhe mit den Knöpfen hoch und runter verstellen. Haltet den oberen bzw. unteren Knopf einfach länger gedrückt oder drückt ihn mehrmals hintereinander. Die Höhe verstellt sich pro Schritt um jeweils 5 mm. Wie ihr euren Drucker per Computer über das beigefügte USB-Kabel steuern könnt, zeigen wir euch übrigens auch in einem unserer Videos. Als erstes solltet ihr überprüfen, ob ihr die Kupplung richtig montiert habt, sodass diese ihre Funktion erfüllen können und gegebenenfalls Ungleichmäßigkeiten in der Druckerhardware ausgleichen. Von Werk aus werden die Kupplungen falsch montiert versendet und es müssen leichte Korrekturen vorgenommen werden. Die richtige Montage haben wir bereits in unserem Aufbautipps-Video erwähnt und hier könnt ihr nochmal sehen, welche Abstände einzuhalten sind. In unserem Aufbauvideo zeigten wir schon, dass wir beim Zusammensetzen der spritzgegossenen X-Halterung den Abstand mit Hilfe eines Hammers einstellen mussten. Als Tipps haben wir auch schon erwähnt, dass ihr euch das Ganze sparen könnt, wenn ihr die Löcher in den Halterungen aufbohrt. Obwohl wir während des Aufbaus die X-Achse per Hand leicht auf und ab bewegen konnten, war der Abstand noch nicht richtig eingestellt und gerade im tiefen Z-Bereich bauten sich zwischen Führungsstange und Kugellager Spannungen auf, die der Z-Motor nicht mehr bewerkstelligen kann. Messt also noch einmal genau den Abstand zwischen den Mittelachsen der Führungsstangen und der Kugellager nach. Bei uns betrug der Abstand 42,5 cm. Stimmt der Abstand bei euch nicht, müsst ihr das Ganze durch Verstellen der X-Achsenhalterung auf das richtige Maß anpassen. Außerdem tritt das Problem auch häufig durch eine zweite Ursache auf. Wir vermuten, dass der Fehler durch eine nicht senkrecht sitzende Gewindemutter entsteht. Hauptsächlich tritt das Problem wahrscheinlich bei gedruckten X-Achsenhalterungen auf, da hier die Fertigungstoleranzen schlechter sind als im Spritzguss. Ihr könnt das Ganze im Aufbau bemerken, wenn eine der Gewindespindeln sich perfekt in der Z-Achsenkupplung montieren lässt und die zweite mit etwas Gewalt in das vorhergesehene Loch gedrückt werden muss. Das Ganze deutet schon auf Spannungen hin, die von den Z-Motoren später nicht überwunden werden können. Im Internet ist ein sehr einfacher Lösungsvorschlag zu finden. Hier konnten einige Betroffene das Problem lösen, indem sie 1 bis 2 Schrauben der goldenen Spindelmutter im zusammengebauten Zustand lösten und erneut festschrauben, um so die Positionierung der Mutter zur Gewindespindel zu verbessern. Andere berichteten, dass das Entfernen von 1 bis 2 Schrauben an der Mutter dem System mehr Spielraum gibt und das Problem löst. Selbst ausprobiert haben wir das Ganze nicht, aber bevor ihr an Lösungsvorschlag Nummer 3 geht, solltet ihr das Ganze versuchen. Den letzten Vorschlag haben wir an einen unserer Drucker umgesetzt, die Arbeit ist hier allerdings etwas aufwendiger. Damit die Gewindespindel passgenau in der Kupplungsöffnung verschraubt werden kann, haben wir die Position des Z-Motors verändert. Hierzu haben wir die Bohrung in der Acrylhalterung zu Langlöchern mit einem 3 mm Bohrer aufgebohrt.
Achtet zuvor darauf, wie weit und in welche Richtung ihr euren Motor verschieben müsst. Anschließend bohrt ihr die 4 Löcher in entsprechende Richtung und parallel zueinander auf, bzw. bohrt euch zur Befestigung neue Löcher in die Halterung. Sitzt der Z-Motor wieder zentriert unter eurer Gewindestange, sollten die Spannungen beseitigt sein und alles einwandfrei funktionieren. Sollte das Problem bei euch auftreten, habt ihr auch sicherlich das Recht, einen neuen Z-Halter von Gearbest anzufragen. Wir waren aber gespannt auf den Einsatz unseres ersten Druckers und wollten daher nicht nochmals 2 bis 3 Wochen auf die Ersatzteillieferung warten. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Solltet ihr trotzdem noch Fragen oder Anmerkungen haben, schreibt uns gerne in die Kommentare oder auf unsere Facebook-Seite.